Guten Morgen aus Bali an unserem zweiten Vlog. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag es ist. Wir sind hier gerade so in Aufbruchstimmung. Da wird auch schon die Luft rausgelassen, denn heute wechseln wir die Villa. Aber zuvor gehen wir nochmal zum Sport, nämlich zum Nirvana Live. Da nehmen wir euch mit, zeigen euch, wie cool es da ist und später wechseln wir die Villa. Ihr seht auf jeden Fall, es ist hier mega cool. Das ist hier Outdoor-Sportgeräte. Dorthin finden immer Kurse statt, also Classes. Dort, wo der Mann dahin geht. Hier sind solche Trainingsgeräte. So, wir sind jetzt am Packen. Da seht ihr unser Koffer. Ja, die Villa ist eine wunderschöne Villa. Ich kann euch ja mal ein paar Sachen zeigen, die hier eigentlich richtig cool sind. Fangen wir an, erstmal hier überhaupt diesen Spot. Pool ist da. Die Ringe, die ihr gesehen habt, das waren die wir mitgebracht haben. Hier ist so ein kleiner Vorterrasse, Vorgarten, wie man das auch immer nennt. Da geht's hoch. Hier ist halt die Küche. Hier ist die Treppe. Dann kann man halt hier ganz entspannt hoch. Hier ist ein bisschen eng, also mit dem Koffer ist es schon tight. Noch eine Terrasse oben, das zeige ich euch gleich. Hier ist eine Garderobe. Da ist das Bett. War eigentlich ganz bequem. Nur ist es halt sehr warm. Das heißt, die Klimaanlage müsst ihr gucken, wie ihr das macht. Aber hier ist halt noch eine Terrasse oben. Hier ist mega heiß auch übrigens. Hier sind halt solche Opfertempel, keine Ahnung, Gaben. Und hier ist noch so ein kleines Bett, was wir tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht genutzt haben. Weil die Aussicht ist halt so, Häuser. So ihr Lieben, wir sind jetzt an der neuen Villa angekommen. So sieht das Ganze hier aus. Da ist das Bett, da unten ist der Pool, unten haben wir ein Sofa noch und die Treppe und da drunter ist halt eine Küche. Ganz normal. Also eigentlich ganz cool. Bisschen kleiner als vorher, aber doch, hat was. Doch, ist cool. So ihr Lieben, wir sind jetzt gerade beim Sunset hier am Pines Beach Lounge. Da haben wir leider keinen Platz bekommen. Naja, und da haben wir uns gedacht, okay, was kann man denn hier vor Ort machen? Man kann sich einfach per Grab was bestellen. An den Strand. Das war innerhalb von 15 Minuten da. Haben ein paar Snacks, was zu trinken und genießen den Sonnenuntergang. Besser geht's auch nicht. Also wenn sowas mal in Deutschland möglich wäre, der Hammer. Aber hier ist es mega voll und der Sonnenuntergang ist sehr schön. So, es ist noch hell. Wir sind ganz schnell vom Strand zurückgefahren und wir haben uns gedacht, dass wir uns jetzt noch was zu essen bestellen. Denn hier in Bali ist es so, du kannst dir einfach alles, egal was, einfach per Grab oder Gojek bestellen. Wir bestellen per Grab einmal eine Pizza, Burger mit Pommes und was aus dem Supermarkt, ein paar Getränke. Mal gucken, wer als erstes ankommt, wer als schnellsten liefert, denn wir genießen unseren letzten Abend hier in der Villa, denn wir ziehen morgen aus. Wir haben keinen Bock mehr hier auf diese Villa, denn es ist so, dass uns einige Sachen nicht gefallen, die wir bemängelt haben. Wir haben mit Airbnb gesprochen und Airbnb übrigens, vielen Dank für den Support. Die helfen uns hier und wir werden morgen eine richtig neue, coole Villa umziehen. Wir freuen uns schon darauf, neue Fotos, neue Bilder machen zu können und besseren Content als hier. Als erstes bestellen wir hier bei Pizza Napus eine Pizza Margherita. Ich habe die schon in den Warenkorb getan. Ist, glaube ich, schon auf dem Weg. Okay, Pizza hat die Deliverzeit von 18:45 bis 18:55. Mal gucken, ob die das hinbekommen und ob die warm ankommt. Dann bestellen wir als nächstes bei Mr. Smash, also irgendeinen coolen Burger. Jetzt sind wir hier beim M-Markt. Das ist so ähnlich wie 7-Eleven und hier bestellen wir uns einfach mal 2 kleine Getränke dazu. Das bestellen wir uns jetzt Standard 25 Minuten laut dem Ganzen. So, hier sehen wir jetzt alle Orders gerade. Also laut dem Ganzen könnten die alle 3 gleichzeitig ankommen. Wobei, vielleicht kommt die Pizza als erstes. Solange wir auf unsere Lieferung warten, erzählen wir euch, warum wir diese Villa verlassen. Denn es ist so, hier in Bali gibt es einfach andere Standards. In der Villa ist es so, die sieht super cool auf Fotos, macht einen guten Eindruck, war auch sauber, als wir das gebucht haben. Aber als wir dann herkamen am ersten Tag, der Pool war wieder gereinigt, es war grün, die ganzen Pflanzen waren nicht gemacht. Also es war irgendwie so ein Willkommen
war nicht da. Die Klimaanlage da oben hat nicht funktioniert. Dann da war das Bett dreckig, waren Flecken drin. Also sind so viele Kleinigkeiten, die einfach für das Geld einfach es nicht wert sind, hier zu bleiben. So, dann haben wir Nachbesserungen gefordert, haben die dann auch gemacht. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Der Poolreiniger, der hat halt nicht so viel Wert auf seine Arbeit gelegt. Und dann auch die Leute, die sind halt nicht richtig geschult, wie man richtig sauber macht. Und die sehen halt zum Beispiel, die beziehen ein neues Bett und dann sind da Flecken drauf auf neuer Bettwäsche. Die können dafür persönlich nichts, klar, keine Frage. Das hat die Wäscherei verkackt und das Management kontrolliert nicht. Aber solche Sachen sehen die nicht und machen das Bett einfach drauf und dann ist alles gut. Und da sind halt irgendwelche Blutflecken gewesen. Ich glaube, ihr wollt selber nicht in solchen frisch gewaschenen Sachen schlafen. Wir haben jetzt mehrere Male hin und her diskutiert, das geht so nicht. Das war jetzt das zweite Versuch. Ja, wir haben keinen Bock auf dieses jedes Mal sagen, warum, weshalb, das müsst ihr machen und das nicht. Deswegen haben wir uns entschieden und auch uns mit der Villa geeinigt, dass wir uns einfach für eine andere Villa jetzt entscheiden. Ich habe gerade ein Update bekommen. Der erste Fahrer ist schon unterwegs. Mal gucken, wer das ist. Und im Übrigen, ihr wisst gar nicht, wie das hier alles aussah. Das war alles grün. Also da überall. Es ist immer noch halt ziemlich fleckig. Und die Pflanzen dort, da waren abgestorbene Pflanzen, die habe ich alle weggemacht. Die seit mehreren Monaten einfach nicht wirklich gepflegt worden sind. Da überall waren Gräser von Monaten. Das Teil hier war komplett grün hier unten. Das habe ich gestern alles noch sauber gemacht, um uns irgendwie ein bisschen besser zu fühlen. Aber es reicht halt nicht. Wir wurden angerufen. Da hat uns der M-Mark angerufen und gesagt, die haben keine Cola Zero mehr. Ich habe gesagt, ja gut, dann macht eine Sprite Zero. Aber ich sage, die sprechen dann halt wirklich kaum Englisch. Im Übrigen, vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt, die Qualität ist ein bisschen anders bei unseren Vlogs, denn wir filmen mit unserer neuen Kamera, die wir von Canon bekommen haben, die neue PowerShot V1, eine richtig coole Kamera fürs Vloggen. Ihr könnt das Display einfach drehen, ein richtig cooles Objektiv dabei und hat mega viele Einstellungsmöglichkeiten als andere Vlogkameras. Der erste Fahrer ist auch schon da. So, Pizza war als erstes da, ihr seht. Perfekt. Thank you so much. So, die Pizza ist da. Also, er hat das natürlich einfach so transportiert. Also er hatte keine Kühltasche oder so, oder keine Wärmetasche. Das heißt, die Pizza ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ist noch leicht warm. Sieht die gut aus? Sieht die gut aus? Ist das eine Napoli-Pizza? Ah, scheiße. So sieht die Pizza aus. So, der Burger ist auch schon unterwegs. Er kommt bald. Ist halt nicht wie in Napoli, aber es kommt ihm schon nach. Ihr seht, der Fahrer ist gekommen. Als zweites M-Mark und da fährt er auch. Eine Sprite. Und was haben wir noch? Und eine Cola. Noch der Burger fehlt uns. Also normalerweise essen wir ja nicht so ungesund. Ne? Wir waren jetzt hier Sushi essen, wir waren vegan essen sogar und essen morgens immer Hafer und Früchte und allem drum und dran. Aber das ist jetzt gerade eine Ausnahme, weil wir heute so viel Stress hatten, dass wir jetzt gar keinen Bock mehr hatten, jetzt irgendwie noch wegzufahren. Der Fahrer bewegt sich, aber der fährt echt langsam. Also der fährt richtig langsam. Ich bin natürlich jetzt barfuß hier, weil ich einfach rausgerannt bin. Mal gucken, wo er ist. Wahrscheinlich wartet der vorne irgendwo. Have a nice day. Have a good day. Da ist der Burger. Der Burger ist da. The burger. Burger, was haben wir noch? My little fries. Du hast dir Fries gewünscht. Und, schmecken die? Ja. Ja, leider ja. Und? Schmeckt der? Ja. Ja? Und fett. Und puren Fett. Also Mr. Smash wurde uns hier überall empfohlen. Aber er ist ein bisschen trocken. Empfehlen wir euch nicht weiter. Ne, ja, ist ein bisschen trocken, ehrlich gesagt. Ja, nach unserem kleinen Cheat Day beenden wir heute den Vlog. Wir sehen uns in der nächsten Villa, im nächsten Vlog. Wir freuen uns schon sehr drauf. Und bis bald.